So, weiter geht's. Tag 2 mit Rusty. Woo! Schlagloch. Wow. So, heute geht's weiter auf den ersten Finger nach Cassandra, so heißt der erste Finger. Wir sind ja einmal an ihn schon vorbeigefahren an der Enge, wo es auf ihn drauf geht. Und da hinten, da ganz hinten, da kann man die Brücke erkennen. Das ist die Brücke, die auf den ersten Finger führt, weil der erste Finger ist ja nicht direkt verbunden mit dem Festland, sondern nur über diese Brücke erreichbar. Und da fahren wir nachher rüber. Aber zuerst wird jetzt gefrühstückt. Wir kriegen Besuch von einem kleinen Fischerboot. So, jetzt wird gespült. In dem Fall natürlich ohne Spülmittel. Braucht die Bürste. Er braucht ein Schwämmchen. Hier ist ein alter Militärturm, direkt am Wasser. Den geht Basti sich gleich mal angucken. So, dann erkunden wir mal den Turm. Vorausgesetzt, die Wuffis lassen mich rein. Aber die scheinen ganz lieb zu sein. Ja, hallo. Ja. Hm? Da muss sich jemand nur erstmal anfreunden. Jetzt spielen sie eine Runde. Hey, Glücklupe. Ach, die Couch ist raus. Ah, die wohnen jetzt hier. Wohnt ihr jetzt hier? Ja. Darf ich auch rein? Darf ich rein? Ja. Wie müde ist er? Hm? Ja. Ja. Hey, ganz ruhig. So, wir gehen mal die Treppe hoch gucken. Lustiger Tor. Und weiter geht's hoch. Hoffentlich hält die. Ja, oben. Da unten ist Jasmin. Hallo Jasmin. Mensch, hier oben hat man echt eine coole Aussicht. Jetzt kann man es hier auch nochmal, ich weiß nicht, ob man das auf dem Video erkennt, aber da hinten, diese ganzen weißen Punkte, die da sind, oder rosa Punkte, das sind die Flamingos. Leider ist die mehr auf der anderen Seite, wir wollten jetzt noch nicht ganz rumfahren mit dem Ding. Mit Rusty. Jedenfalls unser Weg führt jetzt uns wieder ein Stück zurück. Ich gehe auch noch ein Stück zurück in der Sonne. So, wir fahren jetzt hier diesen Weg entlang noch. Und dann da vorne, da sieht man auch die Brücke. Die führt rüber auf Cassandra, auf den ersten Finger. Auf der Brücke werden wir auch gleich rüberfahren, weil es die einzigste Möglichkeit ist, da rüber zu fahren. Wie gesagt, ist ein kleiner Kanal lang, also ist jetzt nicht direkt mit dem Festland verbunden. Deswegen nutzen wir die Brücke. Ist zwar von der Schnellstraße, aber die ist zweispurig, da sind wir schon öfters lang. Kein Problem also. Und dann geht es weiter auf Cassandra.
So, dann geht es jetzt wieder runter. Ui. Ist ja hier wie bei Lost Places. Hey, ihr Wuffis. Da kriegt man ja einen Drehwurm. Aber scheinbar kümmert sich jemand um die Hunde. Drehwurm. Denn hier hat jemand Hundefutter denn hingestellt. Da sich anscheinend jemand um die kümmert, werde ich das jetzt mal nicht aufmachen und dem geben. Na, ihr kleinen Wuffis. Was haben wir hier? Ah, da ist noch mehr Hundefutter. Wollt ihr ein bisschen was Hundefutter haben? Hm? Ah, guck mal, davon kann man euch doch was geben. Hm? Ihr kleinen Pupa. Hm? Hm? Oh. Okay, wir fahren mal weiter. Tschüss. Lässt du mich mal durch? So, jetzt ist Jasmin am Steuer. Frau am Steuer, Ungeheuer. Wir stellen das jetzt mal auf die Probe, dieses Sprichwort, ob das wirklich stimmt. Das stimmt nicht. Notfalls habe ich ja auch ein Lenkrad. Ausweichen, ausweichen, ausweichen! Wie man unschwer erkennen kann, sind wir wieder an der Schnellstraße angekommen. Der folgen wir jetzt in die Richtung. Da geht es dann, wie gesagt, auf Cassandra, auf den ersten Finger und einmal über die Brücke rüber. Wir fahren jetzt, ist das knapp einen Kilometer, vielleicht ein bisschen mehr, über die Schnellstraße. Aber die wird da hinten auch noch zweispurig, also von daher eigentlich kein Problem. Wir werden sehen. So, wir haben jetzt hier an der Schnellstraße noch ein cooles kleines Hotel entdeckt. Ja, wie man hört, Schnellstraße im Hintergrund. Und zwar sind da hinten überall so Figuren aufgestellt wie aus Disneys Herkules. Also man sieht da auch Herkules stehen, oben Zeus und ist wie ein Tempel nachempfunden. Leider kommen wir nicht näher dran. Wie gesagt, ist auf einer Hotelanlage. Aber cool gemacht. So, jetzt sind wir hier auf der Brücke zum ersten Finger. Müssen wir hier einmal kurz über die Schnellstraße. Potidia sind wir hier. Potidia. 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 Und da hinten fahren wir auch gleich schon wieder runter. In Nea Potidia angekommen. Hier ist so eine kleine Parkanlage. Wir haben uns jetzt mal gerade hier im Schatten geparkt. Und Jasmin ist jetzt hier vorne an der Parkanlage mal gucken, ob wir da noch irgendwo ein bisschen Wasser finden, dass wir unsere Wasservorräte wieder auffüllen können. Und eine kleine Pause machen wir jetzt. So, Wasser haben wir gefunden. Wassersack ist wieder voll und festgeschnallt. Und jetzt gibt es noch einen Keks zur Stärkung. Hier ist eine große Kirche. Und wir werden jetzt schieben müssen. Ja, wir müssen schieben. Ich springe runter und schiebe. Ich muss mitschieben. Ja, Berge machen einen fertig. Vor allem, wenn man nur einen Gang hat. Wenn man nur einen Gang hat. Falsche Kinder. Schreiende Kinder. Oh, da kommt der Pastor. Kalimera. Oh, hallo? Oh, immer diese Raulis. Ja, Rusty quietscht immer. Das liegt an den Bremsen. Zwischendurch muss man mal die Bremse mal fest anziehen und wenn man hört, hört man nichts mehr. Und es geht wieder abwärts. Abfahrt! Da hinten geht's nur leider wieder hoch. Uiuiui. Oh, oh. Denk an die Schlaglöcher. Freihändig! Nein! Deine Haare wehen im Wind. Oh Mann.
Okay, die Abfahrt haben wir schon mal überlebt. Akku leer. So muss das sein. Schieb, du Sklave, los! Schneller! Alleine ist man immer noch am schnellsten. Jasmin weg, Jasmin da hinten. Tschüss, Jasmin! Da hinten kommt das Faultier. Eine Potti-Stärke alleine ist am besten. Nein, Sauerei. da ist es. Da werde ich einfach zurückgelassen. Kann ja wohl nicht wahr sein. Gibt's ja nicht. Wenn du so langsam bist. Du warst nur so schnell, weil ich runter war, deswegen. Hier siehst du mal. Ich bin zu fett. Nein. Ich glaube, da müssen wir gleich mal schieben. Da kommt ein Prozentzeichen. Schauen wir mal, was da drauf steht. 10% steht da drauf. 10%. Sicher? Ja, Eine das Brille sind an, 10. ich kann's nicht lesen. Das sind 10%. Ja, es sind 10. Mit dem Fahrrad easy, mit Rusty nicht ganz so easy. Nee, nicht. Hallo, Mama. Okay, wir steigen jetzt mal kurz ab. Jassas. Ja, ist das. Ich kann ja auch streichen. Erzähl es doch. So, wir sind auch gleich da. Wir folgen jetzt dem Weg hier noch weiter. Dann geht es da hinten in einem Wäldchen. Und da ist dann auch, also das, was auch auf der anderen Seite von den Hotelblöcken oder von den Ferienapartments hier ist, nennt sich Sunny Beach, halt quasi diese große Bucht. Und das ist auch für heute unser Ziel. Und da sind wir auch gleich. Ist nicht mehr allzu weit. So, wir sind bei Sunny Beach angekommen. Hier ist alles schön grün. Und da hinten ist das Wasser. Und da hinten suchen wir uns gleich einen Weg runter. Aber erstmal fahren wir noch eine kleine Runde durch den Wald. Ja. Was ist das? Wir sind ja eben an dieser Hotelanlage vorbeigefahren. Und kurz bevor wir jetzt gerade hier in den Wald rein sind, kam halt einer von diesen Security-Typen vorbei mit einem Fahrzeug. Den haben wir vorher schon mal da hinten stehen gesehen. Der hat halt nur kurz gefragt, also war erstmal interessiert, ey, seid ihr wirklich mit dem Ding aus Deutschland gekommen? Dann haben wir es kurz aufgeklärt, nein, natürlich nicht. Mit normalen Fahrrädern und drehen halt jetzt so eine kleine Runde für ein paar Tage mit dem. Und dann hat er gesagt, ah okay, wo wollt ihr denn noch hin? Dann haben wir gesagt, hier halt, ne, Sunny Beach und so. Und dann hat er uns halt nur gesagt, hier, wenn wir am Strand sind, können wir, wenn wir nach links weiterfahren, dass halt da das Hotel, Privatstrand ist halt von dem Hotel oder dass da halt Zelt nicht erlaubt ist. Aber wenn wir nach rechts, ist ganz normal öffentlicher Strand. Und dann hat er uns noch einen schönen Tag gewünscht und sich verabschiedet. Also alles in bester Ordnung hier. Die Griechen sind sowieso sehr, sehr aufgeschlossen, was Wildzelten und sowas angeht. Also wir hatten auch jetzt auf unserer anderen Tour, wo wir, oh jetzt steigt Jasmin ab und schiebt. Los, schieb! Genau, auf der ganzen Tour, die wir durch Griechenland gemacht haben, waren alle ja immer neugierig und haben gefragt, wo wir herkommen und mit dem Zelten und oh, ihr wollt hier wirklich schlafen und so. Deswegen da sind die Griechen sehr, sehr entspannt. So, jetzt muss ich aber auch mal absteigen. Oh, das wird jetzt hart. Sand. Und es geht nicht mehr weiter. Hey, ich steck fest. Zu viel Sand. Absteigen, schieben. So, wir schieben jetzt hier gerade durch den Sand. Da hinten geht es zum Wasser. Jasmin ist da hinten gerade einmal gucken gegangen. Ups, falsch rumgezoomt. Da hinten, um zu gucken, wie der Weg da aussieht, ob wir da auch langkommen. Und ob wir da auch ein Plätzchen zum Schlafen finden würden. Und ich habe jetzt gerade hier entdeckt, hier sind überall Tierspuren.
Ich würde fast sagen, das sieht aus wie Wild, also Reh. So, wir packen Rusty gerade mal ein bisschen ab, weil wir haben ja halt jetzt hier wirklich butterweichen Streuselkuchensand. Oh, Streuselkuchen. Deswegen haben wir gesagt, wir packen jetzt mal die schweren Taschen ein bisschen ab, damit es mit dem Schieben leichter geht. Weil hier müssen wir noch lang. Wir schneiden noch viel Folie an. Bis da vorne hin. Und dann sieht man von da schon das Wasser. So, wir sind angekommen an unserem Platz der Wahl. Da steht Rusty. Hier haben wir so schönes Dickicht aus den Nadelhölzern. Das sind Und Tannen. Bäume zum Draftsitzen. Richtig, wir haben ja einen Baum, der hier so schräg gewachsen ist. Eigentlich ganz lustig, wie der gewachsen ist. So schräg rüber. Und da unten geht auch noch einer lang. Also der scheint irgendwann mal gefällt worden zu sein, oder? Ja, der wächst so da raus. Cool. Naja, jedenfalls hier ist unser Schlafplatz. Und da bauen wir unser Zelt auf. Und ich würde fast behaupten, das ist einer der schönsten Plätze, die wir bis jetzt auf unserer Reise hatten. Und ich zeige euch jetzt mal den Strand. Wir müssen nur ein paar Meter gehen. Und dann haben wir einen wirklich wunderschönen Strand vor der Nase. Also wir sitzen hier in so Dünen, mitten in so Dünen. Es sind noch irgendwelche so Dinger aufgebaut worden, so wie Wegweiser. Die zeigen wir gleich auch nochmal. Und das ist der Strand. Ja, ganz klein da hinten kann man erkennen, da ist Modania. Und jetzt muss ich selber gucken. Da hinten irgendwo müsste Flogitar sein, wo wir gestern morgens losgefahren sind. Und jetzt haben wir hier diesen wunderschönen, breiten, weißen Sandstrand für uns alleine. Ist auch so Plastikdeckeln und so gebaut. Also verziert. Da gehen wir noch mal rüber schnell zu dem anderen. Und da sind wir schon. Wie so ein Totempfahl. Und da hinten ist noch einer, der sieht aus wie ein Traumfänger. Auch den gucken wir uns natürlich mal an. Wie ein Traumfänger. Lustig. Natürlich habe ich auch vorhin wieder eine kleine Schatzsuche am Strand gemacht. Und das ist meine Ausbeute. Schäufelchen, Förmchen und ein Tennisball.